Auf dem versunkenen Schiff in Alone in the Dark. Immer noch auf Rettungsmission, doch jetzt geht's nicht mehr um die kleine Grace, sondern um Jeremy. Wir sind wieder in eine von Jeremys Welten eingetaucht. Und wir sollen jetzt hier diesen Dampfer quasi aus dem Sumpf befreien. Mal sehen, wie wir das anstellen. Tja, ich weiß nicht, ob wir das Schiff hier so einfach wegbewegt kriegen. So zugesumpft, wie das hier ist. Eine gute Möglichkeit, um hier jede Menge Monster zu verstecken in diesen Lianen und... Ah! Was ist das denn jetzt? Ich sehe nichts wegen der Tür. Könnte er auch mal da raus? Au! Ist da noch so ein Vieh? Nee, war nur das eine. Ich habe jetzt gedacht, da wäre noch ein zweites. Aber gut. Vielleicht sollten wir mal auf das Maschinengewehr umsteigen. Wir haben dafür so viel Munition. Tja, ich schätze mal, hier rüber kommen wir nicht. Da kommen wir bestimmt von der anderen Seite dann bei. Mit Pistolenkugeln. Gleich 9 Kugeln. The boat's wedged itself right into the bayou. If I get the motor started, I could try reversing back into the river. Ach ja. Ich bleibe erstmal kurz hier auf dieser Etage. Ist abgeschlossen. Hier kommen wir nicht durch. Kommen wir dann da von oben vielleicht rein oder so? Wir gehen erstmal nach oben, bevor wir nach unten gehen. Okay, hier ist alles zugewuchert. Hier gibt es auch nichts zu sehen, großartig. Generell gibt es hier nicht viel zu sehen, weil hier alles zugenebelt ist. Ob wir mal die Glocke läuten. Das war's wert. Hier können wir dann runter. Das machen wir auch gleich. Aber erst schauen wir uns hier oben an. Hier kommen wir auch nicht rein, oder? Da ist auf jeden Fall schon wieder so ein Krabbelvieh drinne. So, da hinten kommen wir irgendwo da rein. The winch is powered by electricity. I need to find a way to turn it on before I can use it. Alles kaputt hier. Ja, hier kommen wir rein. Und hier kommen wir auch rein. Und hier kommen wir auch rein. Ich gucke erstmal hier draußen fertig und dann gehen wir gleich überall rein.
Halt. Ah, nein. Nur Wurfgegenstände. Bin wieder drauf reingefallen, wie immer. Hier haben wir einen Beil. Das ist auch gut. Nehme ich gerne mit. Ganz schön unordentlich bei den Ladies hier. Das ist der Grund, warum man nicht gerne auf öffentliche Toiletten geht. Pretty weak. I just need something to break it. Okay, das können wir bestimmt einschlagen. Sehr schön. Jetzt habe ich also hier ganz viele Wege. Wir fangen jetzt hier oben erstmal an. Und arbeiten uns jetzt von hier hinten erstmal vor. Und dann gehen wir da runter und. So, von der Seite kamen wir rein. Ah ja, hier gibt es Waffen. Hier gibt es nichts. Nichts. Waffe. Und nichts. Ich weiß nicht, was besser ist, das Beil oder der Vorschlaghammer. Hat sich ja richtig gelohnt, diese Tür hier. Mit nichts und nichts und wieder nichts. Maschinengewehr. Okay, die Tür geht auf. Ist aber unwichtig. Ansonsten gibt es hier nichts. Und hier ist dieses Monster drin, ne? Ja, guten Tag. Hä? Immer noch nicht tot. Ih. Jetzt hat es aber völlig zerlegt hier. Es hat jetzt ganz schön viel Munition verbraucht. Und kriegen tue ich nichts. So wie wir das gewohnt sind. Das heißt, ich war völlig grundlos hier drinnen jetzt. Nicht mal ein Zettelchen zum Lesen, gar nichts. Das ist ja ärgerlich. Na gut. Gehen wir jetzt einmal hier runter. Ich glaube, dann nehme ich doch lieber die Schrotflinte, oder? Wir haben halt nicht so viel Munition dafür. Mach mal Licht. Ich sehe sonst nämlich nichts. Hier können wir uns durchquetschen. Okay, Maschinenraum haben wir schon mal gefunden. This definitely needs fuel. Das ist schon mal schlecht. Könnte ja auch einfach mal so irgendwas funktionieren. Leerer Treibstoffbehälter. Na, dann schauen wir mal, wie wir den voll bekommen. Hier vielleicht. Am Treibstofftank. War es echt so einfach? So einfach? Hier gibt es wenigstens wieder ein bisschen Munition. Und ein Schnäpschen. Dann nehmen wir uns auch gleich mal eins. Ja, und das war's dann auch schon wieder hier unten. Und dann füllen wir mal ein, ne? Und hoffentlich startet jetzt das Ding auch. Oh. Strom. Wie schön. Gehen wir wieder nach oben.
hier jetzt noch was? Nee. Alter, was ist das für unheimliche Musik? Das klingt wie auf so einem Jahrmarkt, als ob hier gleich der Killer-Clown kommt. Nee, es sind nur die Killer-Krabbler. Oh, wie schön. Ah! Huch. Ich glaube, ich habe daneben geschossen. Geh weg. Oh nein, es wurden noch mehr von diesen Tieren. Wo ist denn? Kann ich mal... Könnt ihr es bitte einfach sterben? Hä? Na klar, ey. Jetzt springen die auch noch an den Wänden hoch und so. Au! Also ich muss sagen, die Shotgun ist immer noch am effektivsten. Toll, so viel zum Thema viel Munition. Oh fuck, ey. Ah! Und tschüss. Natürlich konnte ich es nicht austricksen. Ich hatte gehofft... Alter, wie viele sind es? Oh, und überall! Ich glaube, es ist besser, einfach hier durchzurennen, oder? Ich hab einfach den Hammer kaputt. Und verletze mich selber dabei, weil ich mitten durchs Feuer gehe. Okay. Naja. Damit gehen die fast nur einfacher kaputt wie mit, Hier müssen wir auch noch runter, hier waren wir auch noch nicht. Ups. Ah! Meine Fresse. Ist jetzt mein Vorschlaghammer kaputt gegangen, oder was? Wo ist denn das Vieh? Das kribbelt immer. So ein kleines. Oh, da ist noch eins in der Ecke. Das gibt's doch nicht. Wie viele sind denn das? Ist das jetzt tot? Alter, die sterben halt auch einfach nicht, oder? Ist das nervig. Wie viel Munition die schütten. Ich hatte mich eben noch so gefreut, weil ich so viel Munition hatte. Und jetzt bin ich einfach leer. Fast. Ah, da ist auch noch so eins. Da sind noch viele. Ah, wahrscheinlich hätte man sich erst das Schiff gründlich ansehen sollen, bevor man hier den Strom einschaltet. Ist auch nicht nervig, dieses Gefühl, überhaupt nicht. Gut, rennen wir mal nach unten. In der Hoffnung, einigermaßen unbeschadet hier durchzukommen. Okay, perfekt. Könnte die Tür bitte zugehen, danke. Munition. Sehr schön. Ein Schuss, damit komme ich nur leider nicht sehr weit. Ein Schuss. Was ist denn das für ein Witz?
Da drüben geht eine Leiter. Die Frage ist, wie kommt man da hin? Jo, so nicht. Da oben sind schon wieder die Viecher. Hauptsache, die bleiben da oben. Hier kommt man gar nicht weiter. Ich hatte irgendwie gehofft, dass es hier lang geht. Aber offensichtlich geht's hier nicht lang. Nicht, dass man jetzt von dem Maschinenraum aus weiter hätte gekonnt. Wobei das auch ein bisschen seltsam wäre, weil wozu wären dann diese Viecher hier oben gewesen? Vielleicht mit diesem Beiboot oben? Da haben wir jetzt Strom drauf quasi. Das blinkt auch so schön. Das sieht ja schon mal gut aus. Ich wünschte, wir hätten mehr Munition. Da oben sitzt schon einer. Von den größeren. Wobei ich die kleineren jetzt eben noch schlimmer fand eigentlich. Die hat man irgendwie so schlecht getroffen und die haben so viel Schuss gebraucht, bis sie dann mal tot gewesen sind. Wenigstens haben wir jetzt wieder ein bisschen Munition. Ich nehme jetzt mal die Shotgun. Das hat zumindest... da kommt doch einer. Ah, daneben. Fuck! Ich wollte sagen, das hat zumindest ganz gut geklappt. Ich schaue mich erstmal um. Ich würde gerne meinen Vorschlag nochmal behalten, solange wieder noch funktioniert. Sonst gibt es hier erstmal nichts zu sehen. Könnten ruhig noch mal ein bisschen großzügiger sein mit der Munition. Ich meine, bis jetzt hat es immer gereicht, aber... Okay, dann drücken wir mal hier das Knöpfchen für den Motor. Wow, wow. Are you ready to tell me what happened in the attic? I put a rope around my neck, and then I strangled all the life from my body. Are you under the impression that you died? Yes. No. I was supposed to die. What does that mean? That you were supposed to die? I'm the catalyst. I had to die to make the story happen. What are you referring to, Jeremy? 30 years ago, Frederic needed me to die. You're not making any sense, Jeremy. Find your focus. Hey, I cheated everyone. I didn't play my part. Hey,
I escaped my doom. My destiny. Again, find your focus. Hey, I'm right here. What the hell is going on? Now everything is wrong. Nothing is in Hey! place. I'm right here! Calm down, Mr. Carnby. What do you want? Were you not talking to Jeremy right now? I haven't seen Jeremy all day. Are you all right, Detective? No. Actually, I don't think so. Well, maybe. I'm gonna go look for Jeremy. Good. Let me know if you find him. Alter, wie peinlich. That was Jeremy's self-deceit? A steamboat stuck in the mud? I'm not gonna pretend I understand any of that. What a bunch of psychoanalytic nonsense. Ja, ich verstehe es auch nicht so richtig. Besuche Dr. Gray in seiner Wohnung. Warum sollen wir jetzt in seine Wohnung? Emily ist doch schon in seiner Wohnung. Wir gucken mal in die Notizen. Carnby vaguely remembered the case of the missing child. She was kidnapped by her estranged father. There was some connection to a gallerist named Thornhill. A painting sold to pay for a getaway. Ja gut, das haben wir ja schon It was beendet. back in the French Quarter. Das auch. It wasn't clear to Detective Carnby that he had actually accomplished anything, but he had the distinct feeling that he was making progress. The steamboat must have been what the self-deceit was referring to, and clearly the business with Grace was psychological trauma. Out of the 3 steps on the dog man's contract, only one thing seemed to remain: tempomanic behavior. Carnby was getting sick of guessing. It was time to pay Dr. Gray a visit in his apartment. Aber haben wir nicht eben mit Dr. Gray hier gesprochen? Warum sollen wir denn in sein Apartment gehen? Hä? Und jetzt haben wir schon wieder eine neue Notiz. Warum sind die Notizen jetzt immer hier vorne irgendwo? It wasn't clear to Detective Carnby. Das haben wir jetzt eben schon gehört. Hä? Warum ist das zweimal da? Okay. Nicht weiter fragen. Hier haben wir noch was vervollständigt. Nochmal verbotenes Wissen. The artist spent a lot of time boating on the vast Lake Pontchartrain. Poetry, painting, photography. Everything seemed to become better by the shimmering water and the opalescent sky. One night, as the sailors returned to Derceto, they found a masquerade ball taking place. It must have been Perosi and Nora who invited their friends from the theater. The sailors quickly fashioned masks out of plaster of Paris and joined the festivities. They enjoyed themselves for hours before realizing time was not passing. Nor could they find their friends. As they began to worry, they demanded that the guests unmasked. But they could not, because they were not wearing any masks. Alles seltsam hier. Genau. Halt. Nee, das hatten wir schon. Geheimes Ziel? Das haben wir noch nicht angehört, oder? Edward had heard the whispers for years. When he lived in Brooklyn, it was only on rare occasions, like when he as a child climbed that tall tree in Central Park, or when he almost drowned in the Hudson River, trying to save his despaired mother. The whispers became more common as he moved to New Orleans, but still rare enough to be ignored. Now as he walks the halls of Derceto, he knows what is calling him. He doesn't want to admit it, but the dark young in the conservatory is telling him to sacrifice the Cabris and corn. Okay. Den Baum, ja, da haben wir die Stimmen gehört. Schon wieder eine neue Notiz. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es nochmal die gleiche ist.
It wasn't clear. It wasn't. Wow, wir haben jetzt dreimal die gleiche Notiz. Ich glaube, hier stimmt irgendwas nicht. Ich würde jetzt nochmal zu dem Baum tatsächlich gehen. Falls wir da hinkommen. Hier kommen wir schon mal nicht durch. Hier auch nicht. Ich schätze, wir sollen dann hier raus. Ich versuche jetzt trotzdem oben nochmal. Aber das wird wahrscheinlich dann auch nicht funktionieren. Ja doch, hier kommen wir durch. Hier kommen wir jetzt nicht mehr. Ah doch, hier vielleicht. Auch abgeschlossen. Oh, hier geht die Tür auf. Okay, das heißt, wir sollten sogar hier lang. Ich habe eigentlich gedacht, aber ist das hier die Wohnung? Ach, das ist die Wohnung. Ich hätte gedacht, die Wohnung ist außerhalb. Am I glad to see you? Lock the door, will you? I don't think Dr. Gray would appreciate us snooping around. Ich wollte eigentlich erst zum Raum. This feels so strange. Ich kann jetzt auch nicht mehr raus, ne? Ja. Detective Carnby felt removed from himself, like driving drunk. He carefully tried to navigate his environment. What the hell was going on? Was he finally losing his mind? At least Emily was here to call the police if he went off the deep end. Naja, dann helfen wir jetzt Emily mal. Ich glaube, das ist so mit die einzige Szene, oder? Wo wir mal zusammen jetzt hier was machen. Have you found anything? What? Yeah, I've seen some things. Okay. Let me know if there is anything you want to talk about. Überhaupt nicht strange hier. So, gucken wir mal hier im Regal. There's a book missing. Ich habe aber kein Buch. Hier liegt ein Buch. Ein falsches Buch. Myth of the Golden Fleece. Na klar. What did you do? I was just rearranging the books. Well, come on, let's check it out. Was für ein Rätsel. Was gibt's hier noch? Spielzeug-Talisman. Hey. Hier vorne ins Bild kommen wir gar nicht. Hat der Talisman jetzt noch was gebracht hier? Nein. Okay. I think I'm beginning to understand. Dr. Gray is dealing with some kind of mass delusion. Der hat schon eine sehr ungewöhnliche Wohnung. Erstes Treffen. Good to finally meet you, Mr. Hartwood. I'm here on the behalf of your brother Philip. You were expecting me, weren't you? Yes, you're from Derceto, no? That's right. I just wanted to ask you a few questions to see if there is anything I can do to help you and your family. Okay. I understand you're full of imagination. You make up a lot of things. I suppose. And you obsess over them, blurring reality and fiction. Sometimes. Do you want to tell me about the Dark Man? No, I don't. That's all right. Perhaps there is something else you can tell me. Something you know to be made up, but you hold dear. Juan? John? Who's John? No, Juan Luis Jorge. Oh, wait there a moment. Here, take a look. Is he... Oh, he is the author. It's a magnificent book. Life-changing even. The real Juan is long dead, but I like to think of him as my friend. My most beloved friend. I see. Do you often do this? Fantasize about people you read about?
No. No. Well, there is Jacob. Who is Jacob? Turn to the last page. Oh, it's a newspaper article. The prisoner of ice, Jacob van Ostad. Is he also your beloved friend? Oh, no, Doctor. Not at all. He is the fire that fights fire. Yes, I think it's clear your overstimulated imagination, this mania, needs to be tempered for you to live a normal life. I know your family calls it the Hartwood curse, but I want you to know that there is nothing supernatural about your condition. It's all inside your head. And with that, I'm very qualified to deal with. In time, you will be cured. In time. In time. Yes, in time we will exorcise all your demons, all the dark men. Yeah! Please, Mr. Hartwood, calm yourself. What happened? Oh, don't you worry your little head about it, Miss Hartwood. Your uncle and I just had our first breakthrough. Okay, der ist auch nicht so ganz koscher, der Dr. Gray. That mark on the floor looks like talisman positions, but from which direction should I look at it? Ja, das weiß ich auch noch nicht. The Snake Dagger, a monograph by Yael Klein. In Ludwig Prin's book on pagan rituals called The Mystery of the Grave, as translated by Nicholas Vachy, there are several references to a sacrificial dagger called the Snake Dagger. It has long been thought of as a poor translation of the original text, that it would be more appropriate with worm dagger from the Latin vermis cultrum. This seems natural following the recent consensus that the original title of Prin's book, De Vermis Mysteris, should literally translate to the mystery of the worm. However, this would take away from Vachy's great effort at translating the underlying meaning of the words and revealing several cultural beliefs. While Prin certainly was using the term worm as a symbol or synecdoche for death and the dead, which is made clear by the contents of the book, in the case of the dagger, we shouldn't be too hasty to dismiss his translation. Reading through Vachy's correspondence with his patron, it appears that he had more than just the Latin text at his disposal. Vachy had dug up Prin's living relatives and uncovered several cross-referenced historical texts and an actual snake dagger. The dagger was dated to the early Middle Kingdom of Egypt and had such a clear shape of a wave that Vachy considered calling it the sinusoidal blade. Knowing the full story, it seems prudent that he chose to translate it as snake and not worm. There are several reasons why this choice of word helps us understand the pagans that Prin's book attempts to describe. The symbolic value of the shape becomes more apparent when reading about the use for the dagger. In the passage of possession and exorcism, we find the snake dagger poisons the poisoner within the victim and is therefore pacified. Where the literal text would tell us that the worm dagger trumps the demon possessing the victim, it tells us nothing of their reasoning, only that somehow this dagger wins against the demon, like it had the better hand in poker. Vachy's translation allows us to follow the underlying logic to the ritual magic that is being performed. Poison the poisoner sounds like fighting fire with fire. That to hurt the demon possessing its victim, the priests would have to fight back with a power that is known to the evil they are fighting. The snake dagger is therefore not only a good way to describe its form, but it also helps us understand how it could be thought of as a useful tool for exorcism. Finally, it also helps us understand their relationship to lunacy, that it was thought of as something poisoning the mind rather than controlling it. What is also interesting to note is that the possessed are always considered poisoned in their head and not their heart. The snake dagger always went to the eye of the possessed, leaving them partially blind, if they had the good luck to survive.
Also den Schlangendolch, den haben wir ja quasi. Und durch das Auge des Besessenen klingt auch schon irgendwie wieder nach Lobotomie. Okay, der Schrank ist abgeschlossen. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier in dem Zimmer nochmal ein kleines Päuschen. Es scheint ja schon so zu sein, dass wir uns jetzt langsam doch dem Finale nähern, habe ich den Eindruck. Und in der nächsten Folge schauen wir dann mal, wie es weitergeht. Ich bin gespannt und ich bin auch gespannt, ob Emily weiterhin bei uns bleibt oder ob sich unsere Wege nochmal trennen werden. Und was jetzt dieser Dr. Gray nun tatsächlich mit dieser ganzen Geschichte zu tun hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut.